Ladies und Gentlemen, willkommen zu Etappe Nummer 2 auf den Adventure Country Tracks Montenegro und Albanien. Richtig günstig hier in Albanien. Hinter uns liegen 2 aufregende Tage, die uns noch immer in den Knochen stecken. Wie geht's am Fuß? Tut ein bisschen weh. So, wir haben ja den Kleiderschrank in einen Wäschetrockner umgewandelt. Die Heizung, die haben wir da reingestellt. Die trocknet jetzt die Stiefel. Die sind zwar natürlich noch nicht ganz befreit vom Flusswasser, aber zum Glück nicht mehr ganz so triefend nass wie gestern. Und den Föhn haben wir da auch schon, bestimmt 1-2 Stunden reingehalten. Aber aufpassen, nicht, dass euch das passiert. Mein Fuß ist wahrscheinlich verstaucht, aber ich kann zum Glück fahren und deswegen geht's heute weiter. Erstmal mit einem proteinreichen Frühstück. Und wir starten wieder genau hier aus Andrijevica, wo wir gestern die Tour beendet haben. Von dem Punkt aus, wo wir gestartet sind, warten jetzt 240 Kilometer Fahrspaß auf uns mit einem Offroad-Anteil von 35%, der als hart deklariert ist. Das Ganze geht sogar ins Theth-Tal in Albanien. So, die ersten 40 Kilometer sind wir jetzt sehr entspannt on-road unterwegs. Uns kommt das hier gerade ganz zugute. Wir genießen das gute Wetter. Völlig unverhofft stehen wir hier plötzlich schon vor der albanischen Grenze. Moin. So, dann wollen wir mal. Also mit Wartezeit muss man hier um 10 Uhr morgens nicht rechnen. SOS 116666. Ich mache da mal ein Foto. Aber da steht es auch auf Montenegrinisch. Sieht nicht aus wie Russisch. Jesli Tjebia Ilis Naka. Oh. Voilà. Und da geht's jetzt mal rüber hier. Ciao Montenegro. And welcome Albania. Woohoo! Ein kleiner Vogel auf der Lauer. 10 Uhr morgens und wir fahren rüber nach Albanien. Hier Leute, 80 außerorts und viele, viele Aufkleber. Die Straßen hier in Albanien wirken sofort gefreestylter, so ein bisschen unkonventioneller, ruppiger. Wow. Ich habe natürlich jetzt Angst, mein Handy hier zu benutzen. Nicht, dass mir das da reinfällt. Im Canyon der Einheit versinkt der Fluss Vermosh 900 Meter lang zwischen den 30 bis 40 Meter hohen Wänden. Der Vermosh ist insgesamt 219 Kilometer lang und der einzige Fluss in Albanien, der zum Donaubecken gehört. Und hier sind ziemlich dicke Löcher in der Straße. Da muss man schon so ein bisschen aufpassen, wenn man fährt, dass man da nicht aus Versehen mit dem Reifen drin landet. Was man hier bei den Straßen in Albanien auch immer berücksichtigen muss, ist, dass wenn die an so Hängen sind, dass da dann auch die Steine auf die Straße gefallen sein können. Das ist echt gefährlich, ne? Da hast du schon ein Abenteuer, wenn du hier auf der ganz normalen, befestigten Straße unterwegs bist. Es ist ein bisschen schroffer, dieses Land. So habe ich jetzt den Eindruck auf den ersten Kilometern, die wir jetzt hier fahren. Wirklich megamäßig auch wieder landschaftlich. Ne? Sieht richtig hier, wie die Erde die Landschaft geformt hat. Wie die einzelnen Gesteinsschichten der Berge, wie die hier schräg aus dem Boden ragen. Das ist schon echt beeindruckend. Was beeindruckt dich am meisten an Albanien? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Was eine Idylle. Die Kühe schlecken sich hier gegenseitig die Köpfe am Morgen sauber und direkt daneben ist die Dusche alias Wasserfall. Wunderbar. Für uns Deutsche immer wieder ein Highlight, die Tiere auf und an den Straßen, die sich hier in vielfältiger Form finden lassen. Das haben wir auch noch nicht gehabt. Schweine. Wilde Schweine. Die sind ja richtig schmutzig, hör mal. Und auch sehr viele Weinreben sieht man hier. Also in Albanien kann man hier wahrscheinlich auch guten Wein bekommen. Vor uns liegt dieser Bergpass mit 730 Metern Höhe und mindestens genauso vielen schönen Ausblicken. Diese 1A-Kurvenstraße in den albanischen Alpen bereitet uns so richtig Fahrfreude.
Hier starten wir jetzt mit dem ersten Part Offroad von heute, mit einem feinen Schotter. Und die Menschen sind super offen, wenn man denen begegnet. Hier Schulen am Straßenrand, die Kinder kommen an den Zaun gelaufen, strecken ihre Hände durch den Zaun und winken dir entgegen mit einem total herzlichen Lächeln. Das ist schon total schön, hier so begrüßt zu werden in Albanien von den Menschen. Oh, und hier ist also eine Baustelle. Hi. Ob man da fahren kann? Can we go there? Ja. Ja, super, läuft doch. Nachdem wir die steinigen Baustellen hinter uns gelassen haben, liegt das Herz der albanischen Alpen vor uns. Theth. Ja, es ist so eng hier. 2 LKWs gleichzeitig. Der eine fährt zurück, der andere fährt vor. Er hat einfach Schafe auf seinem LKW hinten drauf. Zu einem Blick in die Alpen bekommen die, genau wie wir, ein paar schöne Kurven dazu. Theth ist ein malerisches Tal, umgeben von den höchsten Gipfeln des Gebirges. Das gleichnamige Dorf besteht aus mehreren Siedlungen, die sich über Kilometer an dem Tal entlangziehen. Im Winter ist der Ort oft über Wochen und auch Monate von der Umwelt abgeschnitten oder nur zu Fuß in beschwerlichen Wanderungen durch den Schnee erreichbar. Trotzdem, der Tourismus in Theth boomt. Die wunderschöne Natur mit dem Grunas Wasserfall und Canyon zieht vor allem Wanderer an. Überall werden neue Unterkünfte gebaut, traditionelle Häuser in Touristenunterkünfte umgebaut und neue Wege angelegt. So steigt der Komfort für Besucher, die trotzdem noch immer mitten in der wilden Bergwelt stecken. Bei der Info über den ACT wird darauf hingewiesen, dass man vor der Einfahrt ins Theth-Tal tanken soll. Wir haben jetzt hier keine Tankstelle gefunden in der näheren Umgebung. Die nächste ist eine halbe Stunde in die falsche Richtung. Wir haben zum Glück aber gestern Abend noch nach dem Fahrtag unsere Motorräder voll getankt. Ich habe jetzt noch 300 Kilometer Reichweite und es liegen noch 120 Kilometer vor uns. Ich weiß, der Verbrauch erhöht sich Offroad noch mal um das Doppelte, wenn man Pech hat. Das heißt, das wären dann noch so 150 Kilometer Reichweite. Also das muss eigentlich reichen. Zur Not muss von uns einer mit irgendeinem, der unseren Weg kreuzt, nochmal irgendwo hinfahren und Benzin holen. Hey, wow, was ein toller Ort hier im Theth-Tal unterwegs zu sein und zu fahren. Das ist einfach, boah, also schon wirklich eine schöne Straße, so passmäßig geschlängelt an den Bergen entlang und man hat die ganze Zeit so einen Blick in diese schneeverhangenen und teils aber auch wieder total grünen Berge. Ja, also wir genießen das hier gerade total. Okay, das ist mal eine Ansage hier. Ja, hier startet dann also der Offroad-Part. Ich dachte schon, der kommt nie. Wir haben noch 88 Kilometer zu fahren heute hier. Und ich schätze mal, das wird dann fast alles Offroad sein. Yay, Pfützen, die hatten wir ja lange nicht mehr. Offroad treffen wir nicht nur auf Kühe, sondern auch auf andere Reisende. Deutschland. Ah ja. Hi. Haben auch ordentlich Wasser dabei. Und auch hier in Albanien wieder super viele Ruinen und auch Bunker. Also das ist direkt aufgefallen, als wir reingefahren sind. Super viele Bunker am Straßenrand, die ja nicht mehr in einem super Zustand sind, aber man erkennt sie halt und davon massenweise. Bis an die 200.000 Bunker wurden während der kommunistischen Diktatur in Albanien erbaut und sollten das Land vor Invasionen schützen, wurden aber nie im Krieg eingesetzt. Obwohl einige Albaner sie am liebsten vergessen möchten, dienen die Bunker heute als Museen, Lagerhäuser und für touristische Zwecke. Die Bauwerke erzählen eine Geschichte von Angst und Isolation, aber auch von Anpassung und Wiederverwendung. Auf den folgenden Kilometern fahren wir nah am Schala-Fluss entlang, der durch Theth fließt und in den Kumansee mündet, den wir auch noch passieren werden. Bekannt für seine intensive blaue Farbe und die umliegenden hohen Klippen trägt er den Spitznamen Thailand von Albanien.
Oh, hier ist das jetzt so dschungelmäßig, ne? So grün und dann dazu dieser rot-braune Sand. Gut, dass es heute nicht so nass ist, weil ich glaube, da hätten wir hier richtig Probleme. So ein Lehmboden, ne? Ja, ja. Das ist dann das Zeug, was sich richtig eingräbt ins Profil und zwischen Reifen und Kotflügel hängen bleibt. Und wir haben übrigens einen Reifendruck immer noch drauf von 2,5, 2,7 Bar, weil wir eben die Anreise auch mit den Motorrädern gemacht haben von Münsterland bis nach Montenegro. Und ja, das ging gestern alles damit, soweit man ja sehen konnte. Hier und da nicht, aber doch größtenteils hat das gut funktioniert und deswegen lassen wir den jetzt gerade auch einfach mal drauf. Die scheinen hier also die Strecke auch weiter auszubauen. Wir warten kurz. Können wir fahren? Okay. Jetzt. Mann, 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 hat einen Ausblick hier. Ja, ist echt eine wahnsinnig schöne Natur hier. Es ist wirklich faszinierend, hier durchzufahren. Überall mit diesem Schiefer an der Seite, das glänzt, als wenn es Gold wäre. Vielleicht ist es das auch. Wir sind dämlich, dass wir die ganze Zeit dran vorbeifahren. Kurz bevor wir hier in den Offroad-Part reingefahren sind, hatte ich echt ein ziemliches Down. Ich war richtig müde, weil ich habe heute Nacht auch nur 4 Stunden gepennt. Ich dachte so, oh, ob ich den Tag hier heute schaffe. Und dann kam der Offroad-Part und der hat mich irgendwie so richtig wachgerüttelt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich bin jetzt hier gerade echt so, dass ich denke, Mann, das macht voll Spaß. Und ich könnte jetzt hier noch so 2 Stunden so weitermachen. Ich meine, werden wir wahrscheinlich auch. Das ist irgendwie schön, dass man merkt, dass mit dem Offroad, das kann einen auch stimmungsmäßig nochmal umschwenken. Wow, hier gibt es dann, wenn man oben ist, einen Rundumblick auf die andere Seite vom Berg. Wahnsinnig schön. Das macht hier richtig Spaß. Fahrerisch keine große Herausforderung, aber man hat ein bisschen was, wo man sich konzentrieren muss. Wir haben heute große Höhenunterschiede zu überwinden, bekommen dafür aber auch eine spektakuläre Aussicht geschenkt. Für Julien ist es das erste Mal in Albanien. Ich war bereits auf einer Soloreise 2022 einmal kurz hier, auf der Durchreise von Montenegro nach Griechenland. Da habe ich mein Handy tagsüber in den Flugmodus gestellt und abends das WLAN im Hotel genutzt, um hohe Kosten mit meinem deutschen Netzanbieter zu verhindern und weil sich eine albanische SIM-Karte zu kaufen nicht gelohnt hätte. Da wir jetzt allerdings länger in Albanien bleiben und auch Offroad unterwegs sind, ist es diesmal anders. Wir nutzen nicht die Handykarte, die wir im deutschen Netz haben, sondern wir machen uns hier eine eSIM, in unserem Fall bei Airolo. Das kostet dann 4,50 € für 1 Gigabyte. 7 Tage ist das Ganze gültig. Gerade wenn dann Offroad unterwegs ist, für so einen Notruf ist das, finde ich, auf jeden Fall vonnöten, sich da abzusichern. Denn ich glaube, im deutschen Netz kommt man hier in den albanischen Alpen nicht so weit. Und es ist auch ziemlich teuer, zumindest von meinem Tarif. In den Shops hier bekommt ihr aber auch eine physische SIM-Karte mit zum Beispiel 100 GB für ca. 30 € mit Netz im gesamten Balkangebiet. Beim Durchfahren der Orte fällt mir auf: Die beste Handbremse bei den Autos der Albanern ist oft der Stein. Den legen die einfach unter den Hinterreifen und dann steht das Ding. Wir befinden uns kurz vor Škoda.
Die zweite Etappe der Adventure Country Tracks Montenegro und Albanien ist hier zwar noch lange nicht vorbei, dennoch wollen wir bereits jetzt eine Unterkunft finden, um morgen Zeit zu haben, einmal nach Škoda reinzufahren und ein paar Einblicke in die älteste Stadt Albaniens zu erhaschen. Erinnert mich hier echt ein bisschen an Marokko, wenn man dann hochguckt. Alkoholfreies Bier. What? Thank you on Albania. Faleminderit. 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 Ja, okay. Faleminderit. Ja, Faleminderit. Zum niederländischen Bier gibt es ein typisch albanisches Gericht, Vergäs. Das ist super fettig, schmeckt nach Käse sehr. Vielleicht ist auch ein bisschen scharf mit drin. What kind of meat is inside? No. Oh, cool, okay. Wahnsinn, wie günstig das hier ist. Wir zahlen jetzt hier für die Nacht 20 €. Und fürs Essen haben wir jetzt für eine große Pizza und 2 einheimische Gerichte plus 2 Bier 15 € für uns beide zusammen bezahlt. Echt empfehlenswert, hier essen zu gehen, irgendwo regional. Also das schmeckt wirklich sehr, sehr gut. In diesem Sinne, gute Nacht und bis morgen. Einen wunderschönen guten Morgen aus Albanien. Wir haben hier ein Hotel gefunden, was echt richtig schön abseits liegt von Škoda. Und haben das heute Morgen echt genossen, hier die Stille bzw. die Tiere zu hören und ansonsten gar nichts. Das Wetter ist mal so richtig geil. Blauer Himmel und Sonne. So geht es nun auf in die 2400 Jahre alte Stadt und das wichtigste wirtschaftliche Zentrum des Landes, Škoda. Sehr wuselig hier. Also ich meine, hier kriegt man alles. Wenn man ein kaputtes Moped hat oder irgendwas braucht, hier findet ihr das auf jeden Fall. Die Leute, die überholen einen halt an unmöglichen Stellen, aber sind dabei ganz nett. Dürfen wir gehen? Ja, ich will die Frau vorbeilassen. Ja, weil hinter mir ist schon wieder alles am Drängen. Ja, aber die war ja da und ich wollte nicht einfach überfahren. Hier ist auch so ein Gefühl, der Verkehr läuft hier so ein bisschen anders. Also so, dass man hier einfach da fahren muss, wo Platz ist. Aber das ist ja doch schon eine Stadt so, ne? Irgendwie. Ist schon recht groß und nicht selbstverständlich, dass man hier einen Zebrastreifen die Leute vorbeilässt. Oh, hier kannst du Schuhe kaufen. Hier gibt es Air Max für 7 €. Ja, genau. Das sind echt hier Schuhmassen, die verkaufen. Und auch Kleidung. Ganze Wagen voll mit Kleidung. Armani-Decken, Louis Vuitton-Taschen. Wenn du sowas willst, den günstig, dann findest du es hier. Ja, es ist natürlich alles fake, ne? Also natürlich. Ja, er hat jetzt hier seinen ganzen Hausrat bei sich in Plastiktüten auf dem Fahrrad. Aber er hat schon eingekauft. Brot ist auch dabei. Einkaufen. Das Stichwort. Während Julian das macht, bleibe ich bei den Motorrädern als... What? Oslo. Sì. Sì. Yeah. Grande Albania. Grande cuore. Ja, grande cuore. Lui. Io sono Romeo. Romeo, Caroline. Sì. Caroline. Ah, mi piacere molto forte. Per Dio, per Cristo. Okay. Solo per piacere, solo per cognome. Capisco? I don't understand. This English. You are Albanian. Tu qua, per noi, tu sei molto simpatico. Molto simpatico. Tu. Io. Grande. Ja, ich glaube, er fand mich sympathisch. Also wenn man hier am Straßenrand steht, mit so einem großen Motorrad, ich glaube, die erkennen sofort, woher man, also dass man nicht hier aus Albanien kommt. Ich glaube, ich sehe auch nicht aus wie die klassische Albanerin. Auf jeden Fall, ja, super sympathische Begegnungen hier. Außer einmal gestern habe ich so einen LKW überholen wollen und habe es nicht mitbekommen, dass hinter mir auch jemand überholen will. Und die haben sich richtig aufgeregt, richtig am Schimpfen und so. Da hatte ich schon so, oh Gott. Hey, das war nicht so gut, aber wenn man hier so längere Zeit ist, dann merkt man, das ist normal, dass hier gehupt wird und sich aufgeregt und so. Halt sehr temperamentvoll. Ein eher ruhigeres Temperament hat dieser umherstreunende Hund, der neugierig unsere Motorräder inspiziert. Na, du Hübscher? Richtig gut? Ja, hier sind so viele Straßenhunde. Die sehen auch teilweise echt verwahrlost aus. Aber der geht noch. Ich streichel dich jetzt aber lieber nicht.
Ne? Demnächst gegeben, aber jetzt, wo du hier mit Essen da bist, da weißt du ja genau, die kommen hier gerade einkaufen. Ja, geil, die sind ja durchsichtig. Guck mal hier. Oh, du bist reich. Also konntest du jetzt mit Euro bezahlen? Euro konnte ich bezahlen, aber die wollten keine Münzen annehmen und dann krieg ich natürlich deren Wechselgeld zurück. Okay. Oh, er freut sich, glaube ich, dass er uns getroffen hat. Also wenn man hier lebt, ich glaube, du wirst irgendwann einen adoptieren. Ich könnte, glaube ich, nicht anders. Okay, wir fahren mal eben tanken darüber. Erstes Mal tanken in Albanien. Bist du sicher? Benzin? Anders als in Montenegro ändert sich in Albanien die Währung. Hier zahlt man mit Lek. Zwar nehmen viele Geschäfte auch Euro oder eine Kreditkartenzahlung an, aber nicht alle. No. Ist es better? Das klärt man besser vorher ab, da es sonst zu Komplikationen führen kann. Ah, ist das Komplizierte. Wir hätten vorher fragen sollen, ob man mit Karte bezahlen kann, aber man kann nicht überall mit Karte bezahlen, ne? 8 Kilometer östlich von Škoda verzückt uns diese osmanische Bogenbrücke, die hier vermutlich im 18. Jahrhundert über den Fluss Kir gebaut wurde. Die Ura-e-Misit ist 108 Meter lang und besteht aus 15 Bögen. Die animalische Anziehungskraft der Tiere Albaniens ist auch in dieser Gegend stark spürbar. Oh, wir haben hier eine Schildkröte gerade entdeckt. Cool, vorsichtig, vorsichtig, eine Schildkröte. Eine Schildkröte, vorsichtig. Da unten, da unten, da unten, da, guck mal. Oh, das habe ich ja noch nie gesehen, so am Straßen. Obwohl doch in Marokko hatten wir auch eine. Oh, die dreht um. Die dreht um. Ja, sie geht in ihr Häuschen. Na du? Da kommt sie wieder raus. Das ist ja wohl super süß. Wo will die denn hier hin? Die muss doch ins Wasser, oder nicht? Cool. Ist das unhygienisch, die Nein. anzufassen? Mal gucken einmal, wie schwer die ist. Oh, die hat richtige Auto. Die hat richtige kleine Krallen. Und da unten ist auch das Wasser. Ja, du süße Maus. Nee, du bist ja gar keine Maus, du bist ja eine Schildkröte. Willst du ins Gestrüpp? Ey, wie cool. Du denkst dir auch, wer ist das? Ich bin auf dem Roller. Was Flaches? Wir setzen dich hier in die Blumen aus, okay? Wieder irgendwas Giftiges. Ich hoffe, das ist nicht wieder irgendwas, was du nicht verträgst, die kleine Schildkröte. So, guten Ritt. Was ein tolles Erlebnis. Ich habe eine Schildkröte gesehen. Er fragt, ob wir ein Problem haben. Echt so nett, ey. Auf die Freude gibt es jetzt hier erstmal kalten Kaffee und ein Frühstück in den Bergen. Und wenn du denkst, in den Bergen Ruhe zu finden, dann hast du nicht mit den hubfreudigen Albanern gerechnet. Ah, das sind voll viele. Das sind alles hier so Gönner, die Leute. Das finde ich so geil. Wer dir entgegenkommt zu Fuß oder wie auch immer, freundliches Lächeln, Grüßen, Daumen hoch, richtig viel Daumen hoch, auch zum Teil richtig weit weg. Gestern, der auf dem Heuballen da am Arbeiten war, winkt einem zu. Weißt du, bei uns, sobald du irgendeinen Weg reinfährst, gibt es grimmige Gesichter, selbst wenn du total rücksichtsvoll bist und auf die Warte das Motorrad ausmacht. Kacken nicht irgendwelche Fahrradfahrer an, von wegen, das ist hier keine Straße. Und hier freuen sich alle darüber, einzusehen, wie man hier so auf Adventure-Reise ist, so mit dem ganzen Gepäck und Dreck und so. Bei uns heißt das, Anzeige ist raus, Junge. Ja, das ist echt ein Kontrast. Ja, ärgerlich, so, wirklich. Ich verstehe unser Volk nicht, was das angeht. Naja, Überhaupt deswegen nicht. genießen wir das hier umso mehr und können einfach nur sagen, Albanien, dicker Tipp. Auf den letzten 17 Kilometern sind wir jetzt hier mit Ausblick. Unter einem Facebook-Beitrag von mir hatte jemand einen Kommentar geschrieben, dass sie jetzt auch den ACT gefahren sind. Allerdings hatten die ziemlichen Regen und haben für die letzten 7 Kilometer dieses Tages eine Stunde gebraucht, weil es einfach so schwer war. Mal gucken, wie das jetzt hier bei Trockenheit ist. Der Ausblick ist auf jeden Fall grandios. Total geil. Macht richtig Spaß. Also es ist Mega, so voll fluffig, soft, hier und da mal so eine kleine Welle drin. Macht voll Spaß. Ich meine, wir fahren jetzt hier zwar gerade extrem langsam, aber ich finde, das kann man so richtig genießen. Ich habe hier gerade gar keine Lust, schneller zu fahren. Das ist so toll hier durch Natur, wirklich zum absoluten Wohlfühlen. Und dazu die freundlichen Menschen. Einfach eine tolle Mischung. Also wir fühlen uns hier pudelwohl, gerade in Albanien. Also auch Und hier wird einmal schlammig. guck mal, jetzt wird es schlammig und direkt hat man hier Ja. eine andere Herausforderung.
Und gerade hat es auch so richtig gerochen nach so Thymian oder sowas war das. Ich bin ja jetzt nicht so der Gewürzexperte, aber es roch nach etwas, was man auch aus Essen kennt. Und voll schön hier so durchzufahren und da so hautnah irgendwie in dem Land drin zu sein. Näher kann man es, glaube ich, nicht erleben, oder? Es sei denn, man fährt mit dem Fahrrad, das hatten wir gestern auch 2 gesehen. Da bist du halt noch langsamer. Oh, das sieht ja voll verwunschen aus hier. Guck dir das mal an. Oh, ein kleines Fischlein sind da drin. Da sind Fische drin. Ja, der Fluss ist so gut wie ausgetrocknet, durch den wir hier fahren sollen. Einfach Gas und Butter. In diesem Abschnitt ist es gar nicht so leicht, den richtigen Pfad zu finden zwischen Fluss und Kies. What a great day. Läuft. Die ausgetrockneten Flussbetten erklären übrigens auch, warum man hier an regnerischen Tagen mit deutlich mehr fahrerischen Herausforderungen rechnen muss. Wir sind echt hart drauf hier, ne? Und so stumpf, ne? Mit dem ganzen Möbelgerappel da oben drauf. Bei uns will man das wahrscheinlich einfach an Sperrmüll stellen. Damit wollen die jetzt hier mit dem Auto anscheinend durch, wo wir gerade hergekommen sind. Echt. So, geht das so? Boah, super. Ja. Aber hier steht, geht das? Kann ich so stehen bleiben? Ja. Hier ist nicht so schlimm, wenn man eine Macke dran macht. Das finden die dann, glaube ich. Ach, guck mal, hier ist hinten mit dem Seil zusammengebunden, die Tür. Geil, ey. Okay. Etappe 2 der Adventure Country Tracks Albanien endet mit diesem Bild eines Hausbootes samt Palme auf einem idyllischen See, steinigem Fahrspaß und Schildkrötenrettung Nummer 2. Schon wieder eine Schildkröte mitten auf der Straße. Oh. Yes. Hello, my dear. Geht's dir gut hier? Ja? Oh Gott, die will schnell rein in ihr Häuschen. Die hat nicht so Bock. Ja, setz sie mal wieder schön an den Straßenrand. So, Endpunkt des Tages Nummer 2 endet mit 2 Tankstellen. Das heißt, wenn ihr tanken müsst, dann könnt ihr das gut hier machen und damit Daumen hoch für diesen Tag. Schön, dass wir heute mal nicht gefallen sind und viel Spaß hatten. In der nächsten Etappe geht es wild her. Wir sehen uns also in ein paar Tagen im nächsten Video. Bis dann!